Hallo allerseits! Heute zeige ich euch, wie ihr noch schnell vor Weihnachten mit Aquarell schöne Geschenkanhänger basteln könnt. Und zwar mit nur 3 Farben und einem Pinsel. Als erstes starte ich mit einem Geschenk und dafür mache ich das Papier in Form eines Rechtecks nass. Ich kippe das Papier, weil ich sonst nicht sehe, was schon feucht ist. Aber vielleicht sind deine Lichtverhältnisse ja ein bisschen besser als meine und dann kannst du es auch so sehen. So, und wenn das alles feucht ist, dann gehe ich hier, glaube ich, in mein Pink rein. Yes. Und starte mal hier oben mit einem Strich. Dann lasse ich ein bisschen Weiß übrig und mische mir hier ein schönes Lila zusammen. Yes. Dann mache ich den nächsten Strich. Und zuletzt gibt es einfach noch ein bisschen Blau ganz nach unten. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr das noch ein bisschen sauber machen, dann dass ihr schöne Ecken habt. Oder hier auch ein bisschen das an den Seiten verteilen. Je nachdem. So, und dann nehme ich meinen Pinsel, drehe den um und mache mein Geschenkband, indem ich den Pinsel stark aufs Papier drücke. Und voilà, da ist mein Geschenkband. Dann nochmal in mein Indigo hier rein. Dann gibt es noch, oh, das war ein bisschen wenig Wasser. Gibt es noch 2 Schleifen. Ja, und fertig ist der erste Geschenkanhänger. Als nächstes gibt es einen Mistelzweig und dafür mische ich mir hier mein Kinderacrylon Gold mit meinem Indigo. Und dann starte ich mal und mache mal hier oben einen Strich. Und dann kommen hier so ein paar Zweige hin. Und dann male ich die Zweige aus. Und ich kann einmal variieren bei der Größe der Zweige, bei der Menge an Wasser, die ich nehme, und an der Farbe. Und jetzt gucke ich mal, dass ich ein paar dunkler habe, ein paar heller, also mit mehr Wasser. Auch ein paar ein bisschen grüner, also mit ein bisschen mehr Gelb drin. Wenn da Weiß drin bleibt, super, lasst es einfach so, sieht auch gut aus. So, ein bisschen mehr Gelb, also es lebt von der Variation. Wenn das alles die gleiche Farbe hat und alles die gleiche Stärke, dann ist es ein bisschen langweilig. Ein bisschen hier von dem Gelb mit rein. Das sieht jetzt nicht aus wie ein echter Mistelzweig. Ich dachte mir, ich mache mal so eine nette kleine Variation davon. So, und dann gehe ich wieder in mein Pink. Wäre mir das vielleicht so, nee, ich mache das Pink so direkt. Und dann kommen da noch Kugeln hin. Also, wie heißen diese Dinger? Beeren. Und die könnt ihr entweder komplett ausmalen oder ihr lasst auch ein bisschen Weiß drin. Und auch da könnt ihr variieren von an der Menge an Pigmenten, die ihr nutzt, oder am Wasser. So, das gefällt mir schon sehr gut. Und dann brauche ich noch eine Schleife. Die mache ich, ich glaube auch in dem Pink. Und fertig ist Geschenkanhänger Nummer 2. Als letztes male ich noch Christbaumkugeln.
Dafür mache ich einmal das Papier vorher feucht. Dann gehe ich hier mit meinem Pink rein. Und lasse das sich verteilen. Noch ein bisschen nachhelfen. So. Hier unten machen wir ein bisschen ordentlicher. So. Die nächste Kugel mache ich, glaube ich, in dem Lila hier. Hier haben wir eine Kugel. Und noch hier eine hin. Ein bisschen größer. Gehe ich in das Lila rein. Teile das auch hier so ein bisschen. Ihr könnt die entweder vormalen oder ihr macht es freihand, je nachdem. Mir ist es nicht so super wichtig, dass die sehr rund sind. Deswegen ist es für mich auch in Ordnung. Ich glaube, ich gebe noch mal ein bisschen was von dem Pink dazu. Das schön verteilt. Ein bisschen mehr Pigment. So ist doch schön. So, und dann brauchst du natürlich auch einen, ich sag mal hier oben, da ist ja meistens so eine Manschette drauf, ne? So. Was ist Manschette? Ich weiß nicht. So ein Ding, so ein Metallding. Und dann gibt es noch ein Band. Das könnt ihr entweder so lassen oder ihr gebt einem von den beiden Kugeln auch noch sowas wie zum Beispiel ein Tanne, also ein Tannenzweig. Erstmal 2. Oder, was natürlich auch geht, ist zum Beispiel eine Schleife. Und so sehen die Geschenkanhänger fertig aus. Jetzt einfach noch ein Loch rein und dann ab ans Geschenk. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann wünsche ich frohes Malen.